In der Reihe Wirtschaftspolitik aus erster Hand empfing das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim einen prominenten Gast, den Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Dr. Jens Weidmann. Sein Thema: Notenbankkommunikation als geldpolitisches Instrument. Trockener Titel, spannender Inhalt, denn auf Aussagen, die Notenbanken treffen, reagieren Märkte äußerst sensibel und schnell. Die Zentralbanken steuern ja den Zinssatz, sie kaufen Wertpapiere auf, aber es ist interessant, dass eigentlich die Finanzmärkte sehr stark über Erwartungen gesteuert werden. Und das wiederum ist eine Konsequenz der Kommunikation. Deswegen ist die Kommunikation der Zentralbanken eine ganz wichtige Aufgabe. Und wenn man schaut, es werden teilweise einzelne Sätze werden interpretiert, die zum Beispiel Draghi oder auch Weidmann, der ja heute zu uns kommt, sagen, dann sieht man auch, was für ein Gewicht die Kommunikation der Zentralbanken hat. Die Qualität der Vorträge am ZTW hat sich herumgesprochen. Der neue Seminarbereich gefüllt bis auf den letzten Stehplatz. Das Publikum kam in der Hoffnung auf interessante und lehrreiche Ausführungen des Präsidenten der Bundesbank. Für mich ist diese Veranstaltungsreihe deswegen interessant, weil sie es ermöglicht, den Kontakt mit Experten in angenehmer Umgebung zu ermöglichen. Ich finde es wirklich sehr, sehr positiv, dass ZDW es schafft, Experten von der Güte von Herrn Weidmann hierher zu bekommen, sodass ich aus erster Hand quasi Informationen für mich ableiten kann, die für meine tägliche Arbeit von großem Interesse sind. Ein Ziel der Kommunikation von Notenbanken sei vor allem größere Transparenz, so Jens Weidmann zu Beginn seines Vortrags. Indem sie ihre Entscheidungen verständlich erläuterten, stärkten sie das Vertrauen der Öffentlichkeit, dass sie ihren Auftrag, Preisstabilität zu sichern, erfüllen. Klar sei aber auch, dass Kommunikation ein geldpolitisches Instrument sei, mit dessen Hilfe sich Erwartungen steuern ließen. Wenn Menschen sich wirtschaftlich betätigen, egal ob als Unternehmer, Arbeitnehmer, Verbraucher oder sonst wie, dann handeln sie vorausschauend. Das heißt nichts anderes, als dass sie für ihre Entscheidungen Erwartungen bilden müssen. Und die kann die Notenbank durch ihre Kommunikation beeinflussen. Eine präzise Kommunikation der Geldpolitik soll helfen, Marktverwerfungen zu vermeiden, beispielsweise auch durch die sogenannte Forward Guidance in Bezug auf die Entwicklung der Leitzinsen. So dürfte sich mit dem Ende der Nettoanleihekäufe die Geldpolitik im Euroraum wieder normalisieren. Wie sich danach die Leitzinsen entwickeln werden und warum, das ist eine wichtige Information für die Marktakteure. Die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum wird aber beim Start der Normalisierung vermutlich deutlich weiter fortgeschritten sein als seinerzeit in den USA. Die erste Zinserhöhung könnte insofern auch schneller auf das Ende der Nettokäufe folgen, als das in den USA der Fall war. Dort verging zwischen dem Ende der Wertpapierkäufe und der ersten Zinserhöhung mehr als ein Jahr. Marktteilnehmer erwarten entsprechend eine erste Zinsanhebung etwa zur Mitte des Jahres 2019. Erscheint mir nicht ganz unrealistisch, ist eine sehr plausible Annahme. Die lebhafte Diskussion im Anschluss an den Vortrag zeigte, dass das Thema das Publikum in seinen Bann gezogen hatte. Die Zuhörer schöpften die Zeit für Fragen und Antworten voll aus. Es ist immer gewinnbringend, Persönlichkeiten aus Politik, aus Wirtschaft im Original zu hören, zu erleben. Da hört man Hintergründe, man nimmt Zwischentöne wahr, die sonst häufig untergehen. Und dazu war Herr Weidmann, Herr Dr. Weidmann als Präsident der Deutschen Bundesbank heute wieder ein herausragendes Beispiel. Wirtschaftspolitik aus erster Hand. Diesem Titel wurde das ZTW mit dem Vortrag des Bundesbankpräsidenten rundum gerecht. Als Forschungseinrichtung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und mit seinen Veröffentlichungen beispielsweise zur Konjunkturerwartung und Entwicklung der Finanzmärkte genießt es europaweit hohe Wertschätzung. Bei Veranstaltungen wie dieser wird sie unmittelbar greifbar.